Susanne, für die Einleitung und für deine warmen Worte. Und ich begrüße euch alle ganz herzlich. So Jutta is thanking me for the invitation to present her this morning and for the warm welcome. Ja, und ich habe eine Praxis und eine kleine theoretische Idee, die ich euch mitgeben möchte. Ich gehe davon aus, dass ihr alle Yoga praktiziert, dass ihr die wichtigsten Grundlagen mitbringt. So she has prepared a little theoretical explanation and also a practice, and she thinks that we are all yoga practitioners, and so there is no asana practice but more in Prānāyāma practice. Ja, und die Überschrift, mit der ich euch eingeladen habe, war der Atem und der Weg zur Freude, zur stillen Freude. Und ich wünsche mir für euch, dass wir diesen Weg miteinander heute Morgen gehen können. Yeah, so the title of her session was the respiration as inner process to happiness, and so she would like to go through this process with us this morning. Yes. Oh. Und dieser Begriff der stillen Freude, den kennen wir aus diesem Begriff auch der Glückseligkeit. Das ist eine andere Freude als die Freude, die wir in unserem üblichen Alltag kennen. Aber das Gefühl ist sehr nah dabei. So it's more a feeling of inner happiness, inner Glückseligkeit is a very, I don't know what is Glückseligkeit in English, so but it's an inner freedom of happiness. It's not so very much when we are happy in everyday life, but the feeling in meditation when happiness is coming up from the inner of our heart. Yes, and es ist dieses, wenn wir frei werden von dem, was uns umgibt, wenn wir frei werden von der Abhängigkeit der äußeren Bedingungen, die uns Freude machen, an der wir festhalten möchten. Es ist die Begegnung mit der sicheren Quelle der Freude in uns. So is this moment when we can liberate us from all which is around us, all the conditions and all the where we are dependent, but if we are able to free us from all this around us and to be only with ourselves on the yoga mat. Ja, und wir fragen uns, wir wollen frei werden von Sorgen, wir wollen frei werden von den Gefühlen, an denen wir sagen können, ich habe diese Gefühle gerne oder ich habe diese Gefühle nicht gerne. Wir sind bei den Kleshas. Wir wollen frei werden von dem, was uns dukkha, was uns eng macht. So it's a process to liberate ourselves from emotions which are conditioning us, and so we can step away and look at them, but we are not depending on them, and we can free us from the kleshas. That would be the process. Ja, wenn wir frei werden von all dem, was veränderlich ist, dann fragen wir uns, frei wollen wir werden, wofür wollen wir frei werden? Wenn wir uns befreien, was ist dann? Wohin wollen wir? Was suchen wir? Das ist die Frage. Wofür wollen wir frei werden?
But now the question is, for what we want to become free and why are we doing all this? Und wir praktizieren Yoga einerseits, weil wir uns wohlfühlen. Und dieser Moment des Wohlfühlens ist ein Moment einer anderen emotionalen Ebene, ein anderes Gefühl, ein Gefühl, was die Menschen gerne bewahren möchten. So we are practicing yoga because we are feeling well doing it. And we would like to keep this well-being feeling also when we are going away from the meditation or from the yoga practice. Was immer wieder passiert, dass dieses Gefühl, dieses sehr wohlige, sehr gute Gefühl verschwindet durch Einflüsse von außen, von ganz außen, von unserem Körper, von unseren Gedanken, von Erinnerungen, von weiteren Gefühlen. So sometimes it's very difficult to keep this feeling of liberation or of well-being because we are influenced or by our body or by ourself, our thinking, but also from influences from outside, from other people or from the society. Und besonders die eigenen Empfindungen haben die Kraft, uns daran festzuhalten. Wir finden sie sehr, sehr wichtig. Und genau das passiert uns auch immer wieder auf der Yogamatte. So, but the most influencing thing is our brain, which influences ourselves and which is disturbing the meditation process because we are thinking in continuity and we can't stop it sometimes. Und wir wissen von unserer Praxis, von unserem Üben, dass wir diese verschiedenen Ebenen immer wieder zusammenbringen oder wir sie separat üben. Das ist einmal die Körperpraxis, das ist die Praxis mit dem Atem und das ist die Erfahrung des mentalen Seins. Und es ist die Erfahrung in dem Moment, wo wir keine Trennung zwischen diesen allen Ebenen mehr erleben. Das ist die Erfahrung, wo wir in dem Einssein, Oneness kann man das nennen. So we have these 3 levels: asana practice, pranayama practice, and then dhyana or meditation practice. And normally often they are separated from each other, and then there is this special moment where we can unite the 3 levels. And how are we going there and to be sure that we can unite them and that we are able to do this every day or every time we are practicing? Das heißt, wenn wir uns an diesen Atem heranmachen, der Atem, der in uns immer ist, der immer in uns die Verbindung zwischen dem Außen und dem Allerinnersten herstellen kann, dann hat das genau diese Kraft, diese Verbindung zu diesem dieser innersten Quelle, zu der ich gleich noch komme, immer wieder erinnerbar und praktizierbar sein zu lassen. So Jutta says that if we are working with our respiration, with our breath, we have the contact between outside and inside, connection to our inner source. Diese Idee dieser tiefen inneren Freude zeigt uns das Kosha-Modell. Das Kosha-Modell, das Menschenbild, in dem die verschiedenen Hüllen wie Kokons den Menschen ausmacht, von der körperlichen über die
energetische, die intellektuelle, die Empfindungsebene bis hin zu diesem Atma, innersten Kern. War das zu viel? So it's the kosher model which is helping us to understand that we are combined of the various levels of the kosher model, the body, the energetic, and then at the innerst one is the Atman, that we are able to understand it intellectually, what is the kosher model, and then use it for our respiration practice. Das bedeutet, dieses innere, tiefe Frieden- und Glückquelle, wenn sie nach außen strahlt, wenn diese Koshas, diese Hüllen transparent sind, dann kann dieser erfahrene Teil von uns genau diese Quelle erleben. Das heißt, unsere Praxis lässt die Hüllen transparent werden. So in practicing yoga, we are able to make all the various levels of the kosher model becoming transparent and fluently, maybe, so that we can have a contact to our innerst point, and then we are not anymore conditioned so much from the outer conditions like our body or like our mind who is working and continuously. Und genau dieser Geist, unser Verstand, unser Intellekt, der ist derjenige, der eine dieser äußeren Hüllen um diese Glückseligkeit ausmacht. And it's really our spirit which is conditioning us so much and which guides everything. And so it could be also a force to have contact to our inner source, but it can also be a negative force. So it's in our hand to work on it. Und genau da möchte ich mit unserer Praxis darauf hinarbeiten, dass wir diese Willpower in uns, diese Power, die entscheiden möchte, die kontrollieren möchte, die bestimmen möchte, dass wir diese beruhigen und auch diese Ebene transparent werden lassen. So this is the point where she would like to start the practice, that this willpower that we have, this force that we can decide if a process is negative or positive, influencing, so that we have some a manner or dealing with it. Genau. Und diesen kontrollierenden Anteil, dem dürfen wir zur Seite legen, und wir können ihn nur dann zur Seite legen, wir können ihn nur dann ruhig sein lassen, wenn wir vertrauen den anderen Ebenen in uns. Das heißt, Shraddha, Trust, unser Vertrauen, das ist das, was Zeit braucht, weil wir in unserem Alltag eher kontrollieren, eher aufpassen, als dass wir uns hingeben, surrender und vertrauen. So our mind is controlling mostly everything which we are doing and thinking. So also the mind is controlling our practice, our thinking, everything. So the moment where we are able to leave this apart and to believe in Shraddha, so that we have the confidence and everything will become fine and will work and will go ahead and will be positive. This is the point which we would like to reach.
Wenn wir diesen Weg gehen, brauchen wir Geduld. So we need so many patience for this path to go through every moment of our life. Und wir brauchen auch Geduld für jeden Atemzug. So we need also patience for every respiration which we are doing. Für jede Einatmung, für jede Ausatmung und für die Zeit des Wechsels zwischen Ein- und Aus- und Aus- und Einatmen. So we need to be patient for the inspiration, for the expirations, and also for the moments between in and expiration. Und genau das ist das, wo wir häufig in unserer eiligen Alltagsnormalität in dem schnellen Haben wollen landen. But if in our everyday life we are thinking very fast and we are overgoing this process of respiration, and so the respiration is working by itself and we don't pay attention to it, and so we lose the contact to ourselves. Dann möchte ich gerne jetzt dazu übergehen, euch die nächsten Schritte, wenn wir miteinander Praxis ausüben, zu erläutern. Die Theorie oder die Schritte, auf die ihr euch gerne einstellen könnt, dass wir sie einmal theoretisch anschauen. Okay, so before we practice together, we look at the practice and she will explain how she is doing it. Zunächst haben wir unsere physiologische Atemwege. So we have our physiological way of breathing. Das sind die Atemräume. Es ist wichtig, wir werden Kontakt aufnehmen zum Beckenboden. So we go in contact with our pelvic. Wir werden hier dafür sorgen, dass wir ihn aus dem Unwillkürlichen in den willkürlichen Kontakt bringen, und er darf elastisch sein, er darf sich bewegen und wir dürfen ihn in der Atembewegung teilnehmen lassen. So when we are breathing, the pelvic area is moving softly and we are in a conscious contact with it. Dann ist dieser Beckenboden, diese Region, in der die Stabilität ihren Platz hat. So this gives us a stable contact with ourselves, so it's very important to go in this contact. Dann haben wir als nächsten großen Raum den Bauchraum. Then we have the abdomen area. Und eine auch elastische, bewegbare Bauchdecke. And also the abdomen is moving slightly in and out during the breathing process. Dann gehen wir zu dem Zwerchfell über. Die Bewegung des Zwerchfells nach oben und nach unten im Atemrhythmus. Then we can observe the work of the diaphragm. So it's working up and down and we can feel it. Und wir können diese Bewegung schulen, wir können sie vergrößern, wir können den Weg, den das Zwerchfell geht, verdeutlichen, verstärken, vergrößern. Wir können ihn toleranter werden lassen. And we, in practicing and observing our diaphragm and the work of our diaphragm, we can see that it becomes larger and the way is longer, the way of the breath is longer, and yeah, that is more elastic. Wir können den Brustraum, dort wo die Lunge ihren Raum hat, bewegen. Wir können spüren, wie er sich bewegt. Wir können in den vorbereitenden Übungen diese Bewegungen ausfüllen. Wir können sie maximal werden und wir können diese Entspannung, wenn das Ausatmen geht,
erleben und erlauben. And then the area of our lungs, we can feel that the lungs or the area of the lungs become wider, and then it's also elastic and relaxing, and we can feel it, and we can permit to move it and to feel it. Dann haben wir die Region Hals und Nase. Und hier sorgen wir für Weichheit, für Freiheit, dass wir auch hier wieder elastisch und bewusst sein können. Then we have the area of the throat and the nose, and here we can assure that we become freer and wider and more flexible. Wenn wir diese Atemphysiologie verdeutlichen, verstärken, bewusster werden lassen, dann haben wir dafür gesorgt, dass der Atem seine Aufgabe, seine Funktionen auf der feinstofflichen Ebene mehr erfüllen kann. So if we assure all these levels that they are working very well and that we are observing them and then that we are letting them work, so we assure that we on a level of feinstoffliches level, what is this in English? On a, I don't know the exact expression. So if we are maybe subtle level, I think so. On this level, if we are allow to work all these components together, so we can feel that our breath becomes more wider and more subtle, and it's working more precise. Maybe it's like this. We can add it like this. So that are the das sind die physiologischen Bedingungen. Wenn wir auf die Ebene gehen, wie wollen wir mit unserem Atem umgehen, komme ich noch einmal zurück zu der Geduld. Das heißt, der erste Schritt sollte von großer Geduld und großer Liebe zu unserem Atem geprägt sein, dass wir unseren Atem erst einmal beobachten und dann befreien, frei fließen lassen. So she is going back to the beginning, that we need to be very patient with ourselves and with our breath. And so we need to love our breath and to let really be the breath a very inner component of ourself, which is very important. Das heißt, wir werden einige Zeit ganz nah mit dem Atem gehen, wie spazieren gehen Hand in Hand. Und wir werden ihn kennenlernen und mit diesem freien Atem die nächsten Schritte gehen. So it's like to make a walk with our breath, and we are going together with our breath for this walk in order to know him or her more intensively, more better. Wir dürfen ihn anlächeln. So we can smile at our breath. Erst dann beginnen wir den Atem etwas zu vergrößern. Das heißt, wir lassen unseren Körper unterstützen, dass sich die Atemräume für den Einatmen mehr elastisch bereit machen, vergrößern, wir mehr Einatmen aufnehmen können. Und wir lassen unseren Körper mithelfen, dass der Ausatmen etwas länger und mehr ausatmen kann. So we use our body to help our breath to become deeper, and that the expiration becomes longer and the inspiration becomes wider,
And so we help ourselves in this way. Wir bleiben dann einige Zeit bei diesem und geben Atemzug für Atemzug Zeit, damit er sich vertiefen kann. Und erst der tiefe, vertiefte, vollständigere Atem wird dann langsamer werden. Besonders die Ausatmung wird langsamer fließen. So we have this patience, but also we need time. We need time for our breath and let the breath go. The respiration is working, and we are not thinking about that in 5 minutes we have to go to do something other. And if we let this process go, we can feel that the respiration becomes calms down, that it will be calmer and more peace in our breath. More slowly. Und für dieses langsam werden setzen wir die Bauchdecke, die Muskulatur der Bauchdecke und den Beckenboden mit ein. And for this process of slowing down, we use our abdomen area and also the pelvic. Und dann kommt der elastische Bereich hier zum Tragen, dass er dann den Atem vertieft, vervollständigt und damit sind wir schon in der Atembasis, in der Prānāyāma-Basispraxis und werden dann als nächstes beobachten, wo wir eine kleine Pause und ob wir eine kleine Pause nach der Ausatmung erleben können. So when we are doing this, we are in the basis of Prānāyāma, and then the next step will be if we are able to have a small pause after the expiration, and if we are able to do it, or if it is too early, maybe you can also let it go, but try to feel this little pause after the expiration. Und es ist ein großer Unterschied, ob wir diese Pause machen oder ob sie entsteht. Und wir werden sie nicht machen. And the difference is if we are letting be this pause or if we are doing it. So if we are doing it, it's not the same as we are letting it happen. Was braucht wieder einen gezähmten Verstand? I didn't get this last. Den Intellekt, den Verstand dürfen wir hier ruhen lassen. Er soll es nicht wollen. Okay, so we need to let apart our mind and our strong will to do something. Dann haben wir die Voraussetzung, mit dem Atem zu spielen, zu tanzen und dann können wir die Prānāyāma-Technik einsetzen. Und ich möchte heute mit euch die ausgleichende Wechselatempraxis üben. Wir werden dabei die Einatmung in Puraka umwandeln und dafür ein kleines bisschen den ausweichenden Bauch- und Beckenboden zurücknehmen. So if we are able to let apart our mind and our strong will, that we can play with our respiration. We can let it happen, and then we are concentrating on Puraka and give space for this Puraka, for this inner breath of inspiration. Is it? Bei Puraka, so wie ich es euch gerne anleiten möchte, werden wir den Bauch, die Bauchdecke, ganz kleines bisschen zurückhalten am kompletten Ausweichen und ebenso die Beckenbodenmuskulatur. Beckenboden und Bauch geben eine Stabilität in diesem unteren Bereich.
Thoraker. So our pelvic and abdomen will stable and help our inspiration not to overload ourselves, or what? Wir halten hier unten diese Bauch- und Beckenbodenregion stabil und Okay. damit bleiben wir von dieser unteren Region stabil und die Energie wird ein bisschen mehr nach oben gelenkt. So if we are stable in the pelvic and abdomen area, we can let flow the energy more in the upper part of our body and feel the energy which becomes free. Das sind die ersten Schritte, um diese Energie, Prana, eher etwas zu konzentrieren und zu bündeln und uns mehr ganz sanft verfügbar zu geben. So it's a process of concentrating prana and to have it more in our feeling what it is, and when we are in a stable position of the pelvic area and the abdomen area. Das alles bleibt mit entspanntem Körper. But we need to relax our body in all this process, in the whole process. Wenn wir einige Atemrunden Prānāyāma praktiziert haben, nehmen wir Schritt für Schritt die handelnden Elemente zurück. So we start in a very conscious way, and after some rounds we take away everything more, that the breath is more happening itself, the process of breathing. Was bleibt, ist die Konzentration. Which remains is, or what is remaining is the concentration on it. Und die Konzentration wird sich ausdehnen, wird grenzenlos werden dürfen. And the concentration becomes wider and wider and becomes a larger space. I need to take out my cat. I'm sorry. She's disturbing. Come. It was my little dog. I want to catch the cat. Okay. Genau. Wir werden diesen Weg ganz langsam gehen und in dem Moment, wo wir weit sind, wo wir dieses Energiegefühl ausgedehnt haben, haben wir die Möglichkeit, diese inneren Höhlen transparenter werden zu lassen und von außen und innen in Kontakt mit unserer Quelle sein zu können. So we are starting the process and we are guiding it, and then we are stepping, our mind steps more and more away, and so we can let happen the process of breathing. And this will guarantee us the contact with our inner source, ourselves. Ich möchte gerne euch jetzt diesen Schritt vorschlagen zum Üben, aber zuvor gerne die Möglichkeit geben, wenn irgendwelche Fragen im Moment aufgekommen sind, gerne auch mündlich, also wir sind so wenige, könnt ihr für eine Frage euer Mikrofon anstellen, sodass ich die Möglichkeit habe, eine Frage zu beantworten. So before we start the practice, if you have some questions, maybe because my translation was not so precisely or not so understandable, so you can ask now, and then she will guide us through the first steps of the practice. And if there are no questions, we can start immediately, naturally.
dann hoffe ich, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, euch zunächst einmal in eine Rückenlage zu begeben. So it would be good to lay down if you are able to do this on the back. Genau. Für einige Momente erst einmal entspannen, ankommen und So the first step is to relax completely, to feel our body on the yoga mat and slow him down and relax and relax. und sorge auch dafür, dass eine warme Bedingung für dich da ist, möglicherweise eine Decke, eine Jacke, weil wenn wir ruhig werden, ihr kennt es schon, wir möglicherweise uns kühler fühlen. And so assure yourself that the space where you're lying down is warm enough, and maybe you need something to keep you warm. A blanket or something, or a pullover. And take the time, so we have time for this moment to keep warm ourselves. Okay, I think it's okay. Dann stellt beide Füße auf, also beugt die Knie. So bend your knees and put your feet in front of the pelvic. Es kann auch vielleicht unterstützend sein, die Knie sich berühren zu lassen. Das entspannt nochmal etwas mehr. And if you like, the knees could touch each other. Wenn die Beine aufgestellt sind, ist die Bauchdecke entspannter, als wenn die Beine lang liegen. So if the legs are not long, but the feet in front of the pelvic, so our abdomen can relax a little bit more. Man kann sich leichter elastisch bewegen mit der Atmung. And the abdomen area is more elastic. Lass den Nacken lang liegen. And then assure a long neck, so that you are comfortable with your head and neck. Lass den Körper getragen sein. And look for the feeling that your body is supported by the floor, by the earth. So become more and more passive with your body. Nimm wahr, ob du wirklich hier angekommen bist, auf deiner Matte, jetzt ganz bei dir in deinem Raum. So feel if you're really on your mat with everything, with your body, with your energy, with your mind. Und finde Kontakt zu deiner Atembewegung. And go in contact with the movement of your breath.
Meistens beginnen wir, wenn wir in den bewussten Kontakt mit dem Atem gehen, sofort damit, ihn zu lenken, ihn zu beurteilen, ihn zu kontrollieren. So normally in this moment when we are concentrating on our breath, we start to control it. Erst einmal genau dieses Kontrollieren wahrnehmen. Und So dann, feel this controlling of your breath for a moment. und dann nimm dich zurück, lass ihn frei. And then let go this control and liberate your breath from your control. Das darf geduldig stattfinden. And this is a process which, for which we need to be very patient with ourselves. Kennen wir nicht die Freude, wenn wir etwas tun mussten und wir bekommen die Erlaubnis, es nicht mehr tun zu müssen? Was So Erinnerung an diese Freude aufkommt. So be happy with your breath and think of something when you are obliged to do something and immediately somebody tells you, "Yeah, no, you don't need to do this anymore. You are completely free." Dass wir mit dem Atem Hand in Hand gemeinsam spazieren gehen. Er führt. So take your breath for a little walk, hand in hand, and start this walk. Schau ihn an. And look at your breath, your partner for this walk. Kannst du merken, wo du merken kannst, woran du fühlst, dass Atem geschieht. So you can feel where in your body the breath is working. Vielleicht nur sehr subtil, vielleicht sehr deutlich. Perhaps you feel it very directly, but it can also be more subtle. Ist es möglich, Zeit zu nehmen, Zeit fließen zu lassen? Und es wird ganz natürlich dieses Hand in Hand mit dem Atem gehen. So take your time and make it possible that you are going hand in hand with your breath.
Einzige, was du tust, ist genau dieses zu beschützen. So you protect your respiration process. Und du beschützt deinen Atem vor deiner Willpower. And you are protecting your respiration, your breath from your willpower, from your control. Und genau dieses Atmen darf nun langsam wachsen. And this breathing can increase slowly, more and more. Atemzug für Atemzug. Und wenn du möchtest und sich etwas ein bisschen geändert hat und du magst es, dann lass es einige Male genauso wiederholen. So if you like this breath in this moment, so try to repeat this moment of breathing which was comfortable for you. Lass es ein vertrautes Atemgefühl werden. So this moment of breathing is very intimate and full of confidence. Und dann lass die Rippen, den Brustkorb, lass ihn sich langsam etwas mehr ausbreiten, ausdehnen, heben für den Einatmen. So become wider in the area of your lungs and let the body widen itself. So some that are the ribs which are giving space between them, that you have more space in the area of the lungs and the ribs. Schau auch zu und erlaube, dass genau das, was sich geweitet hat, mit dem Ausatmen wieder zurücksenkt und entspannt. And also assure after this process of widening, of becoming wider, that you are relaxing also when you are with your expiration. So widen and then relaxing. Auch hier dabei bleiben, da wo es sich angenehm anfühlt. Es darf sich immer wieder neu angenehm anfühlen und es darf aber auch so viel Einatmen kommen, wie er Raum findet. So you can inspire as much as you find room for it in yourself. And we can also repeat if we have a feeling of being comfortable. So let it repeat.
bleibt dabei der Atem ganz leise im Nasen- und Halsraum. Quiet, no noise in the So try to make not any noise at the throat and at the nose. So the breath is working very silently. smooth, sehr weich in diesem Bereich. Softly and silently. Bewahre diese Atemweise im Brustraum und geh nun mit dem Merken, mit der Aufmerksamkeit in den Bauchraum. So keep this sensation of the breath in the area of your lungs and your ribs, but pay attention now on the abdomen area. Dort bewegt sich dieser Raum, dehnt sich aus beim Einatmen bis hin, dass die Einatemwelle zur Beckenbodenregion wirkt. So the abdomen becomes wider and comes a bit higher, and maybe this wave of inspiration is coming down until the pelvic area. Und genauso die Bewegung zurück in der Ausatem geht. And also the expiration, so the abdomen is going slightly in your body, and it's exactly the way back from the inspiration phase. Lass nun diese beiden Räume mit der Ein- und Ausatmung gemeinsam gehen, Hand in Hand. And then let go these two spaces, the abdomen area space and the lung space, work together to coordinate these two spaces. Lass den Atem weiterhin ganz weit und groß werden. So the breath becomes wider and bigger, and it takes even more space in your body. Ganz langsam geh mit deiner Aufmerksamkeit in den Raum zwischen Bauch und Brustraum und finde hier die Bewegung, die von oben nach unten und unten nach oben zu fühlen ist. Das ist die Bewegung des Zwerchfells. And then find the moment or the space between the abdomen area and the lungs area, and you can feel something of going up and down, and this is the diaphragm. Und wenn du diese Bewegung gefunden hast, dann bleib für einige Atemzüge. Bleib ganz nah, einfach hier in Kontakt. And if you find this movement of your diaphragm, so observe it and remain with your attention by this movement of the diaphragm. Und wenn es hier auch mit großer Erlaubnis und mit großer Liebe diese Bewegung begleitet wird, dann kann sie auch vielleicht ein bisschen tiefer und größer werden. Mit der Einatmung tiefer in den Bauch gehen, mit der Ausatmung weiter nach oben Richtung Brustraum. So you can accompany your breath very
softly, and maybe this process of accompanying or accompany keeps your breath even wider and more softly. Nun haben wir langsam den Atem vertieft, vervollständigt. Wird er nun, wenn wir beginnen, den Ausatmen etwas zu verstärken, indem du mit der Beckenbodenmuskulatur und der Bauchdecke die Bewegung nach innen und oben verstärkst. Ein ganz kleiner Schritt, der jeweils von Atemzug zu Atemzug die Ausatmung vervollständigt und noch leerer dich werden lässt. So now if you have this feeling of the full breath which is going out and in, you can a little actively let become your expiration more longer. So you can do this slightly, that you are putting down your abdomen during the expiration phase. And more complete. Also mehr komplett, mehr vollständig werden. Nicht nur länger, sondern auch vollständig. So it's a feeling of complete your breath. So you are helping the expiration to become more deeper. Das heißt, dieser langsame, tiefe Ausatmen wird mehr vollständig. Das heißt, wenn wir diese Bewegung von unten in Richtung Brustraum, in Richtung Nase ausatmen, ausatmen, noch mehr ausatmen und das ohne Kraft, ohne Gewalt, also effortless, also anstrengungsfrei gehen lassen, dann kann nach der Ausatmung ein kleiner Moment der Pause entstehen. So if we can prolong this expiration phase so that it becomes longer and longer and deeper, and we can feel it very well. So maybe at this moment after the expiration we can feel the little pause where is nothing for a moment before the inspiration is starting again. Es muss nicht eine Pause entstehen, es kann. Und wenn es nicht passiert, dann ist es auch gut. So you can have this little pause, but it's not obligatory if you can't feel it, so let it happen like you can, that you are able to. It mustn't be it needs to feel soften and easy. I guess easy. It must be easy. Must happen. Effortless was the right word. Effortless. Wenn dieser kleine Augenblick da ist, dann ist es ein Augenblick, When you can feel this little moment, dann ist es ein Augenblick der Freiheit, der Stille. this is a moment of inner peace and liberty. Und in diesem Raum, da kann der Impuls für den neuen Einatmen entstehen. Dieser Moment heißt dann Udgata. And this moment
where is nothing, you have a little pulse to feel the moment of inspiration. So this is named Udgata. Wenn die Einatmung hier beginnt, dann begleite auch die Einatmung ganz liebevoll. So when your inspiration starts, accompany your inspiration with very full of love. Und so gehst du mit tiefen, sanften Atemzügen, die vollständig und ganz gleichmäßig sind. So the respiration continues and is very slow and very equilibrated and balanced. Wenn wir den Atem so ausdehnen, haben wir jeden Atemzug sehr viel Zeit, ganz viel Geduld, sind in einer Stimmung von nahe sein mit dem tiefsten Inneren in uns. So if we extend our respiration like this, so we get really in contact with the innerst point of ourselves. Lass noch einige Atemzüge auf diese Weise fließen. So let the respiration go like this for a few other moments. Und es kann auch sein, dass sich der einzelne Atemzug noch ein bisschen mehr Zeit nehmen möchte. And it can also be that the breath takes even more time than before. So let it happen if this is the case. Nimm dich langsam ganz zurück im Beeinflussen des Atems. And step away in influencing. Don't influence your breath. Be a part. Let the respiration go by itself. Ganz langsam dreh dich auf die rechte Seite. Bleib gesammelt. And now you are changing the position of your body and go to the right side. So put your body on the right side. The legs become longer and then you are going to the right side. Bleib gesammelt.
but remain, keep this concentration which you had find before. Du kannst die Augen auch geschlossen lassen, wenn sie geschlossen sind. If the eyes are closed, so keep them closed. Und dann geh ganz langsam nach oben und setz dich in eine sitzende Position, in der du für einige Zeit gut und aufrecht, entspannt sitzen kannst. And from this side position now come into a sitting position which needs to be comfortable and where you can sit for a few longer moments. Richte dich ein, dass du auch hier wieder möglichst bald die Augen schließen kannst. And if possible, close your eyes and keep them closed for the whole process. Aber gib deinem Körper noch einmal einige Augenblicke Zuwendung. So feel your body a few moments. Entspann die Oberschenkel. Relax the muscles of your legs. Spür die Sitzauflage, den Sitz und lass ihn ganz stabil sein. And feel the contact between the body and the yoga mat and find a stable contact with the yoga mat. Die Bauchdecke weich bewegt sein. The abdomen is very soft and is able to move. Und die Wirbelsäule ist aufgerichtet. And the spine is upright in an upright position. Das Gesicht und die Mundhöhle ganz entspannt. Your face and your mouth, also the inner mouth, are very relaxed. Und dann komm wieder in Kontakt mit der Atembewegung. And then for another time go in contact with your breath. Mit den Bewegungen, die der Atem fühlen lässt. And feel the movement of your breath. Es ist ein Tastempfinden im Inneren. So you can feel your breath inside of you. Touching of earth. And it's like the breath touches
the inner part of your mouth, for example, or from your nose, and you can feel it. Fühl auch hier wieder das Ausdehnen der Brustregion, das Zwerchfell, das nach unten geht, und die Bauchdecke, der Beckenboden, die sich etwas nach außen ausdehnen beim Einatmen. So feel the whole process of the inspiration. The breath comes in, the breast area, the lungs area is widening, the abdomen is going slightly outside, and even the pelvic area is moving up, slightly outside in direction of the floor. And then in the other direction is when the expiration starts, the pelvic goes slightly in, the abdomen goes slightly in, and we become a little bit smaller, like a feeling of to become smaller, and then the process repeats. Sorge wieder dafür, dass der Atem geschützt bleibt. So protect your breath. It's a much important, the most important thing you are doing in this moment. Diesen geschützten Raum, lass ihn langsam wieder vollständiger, more complete werden. So let become the breath more complete. Lass es ganz unten am Beckenboden den Ausatmen beginnen. Lass die Beckenbodenmuskulatur etwas mit nach innen und oben aufsteigen beim Ausatmen. So concentrate on the expiration and feel the moment that the pelvic is going slightly in when the expiration moment is starting. Das nächste Mal Ausatmen beginnt und geschieht während der ganzen Ausatmung. Schau, wie sich der Beckenboden mit nach innen und oben bewegt und langsam praktisch parallel dazu auch das Zwerchfell, diese Bewegung nach oben und innen geht. So feel this parallel movement of the pelvic and the diaphragm. So it's going hand in hand. Ausatmen nach oben. Lass hier auch wieder das Ausatmen etwas vollständiger werden. Lass es noch mehr nach oben gehen und warte auf diesen Moment der Einatmung danach. So complete more and more the expiration and feel how the expiration is coming from the pelvic through the abdomen, through the lungs, upper, and then feel the moment when the inspiration is starting. Okay, mit der Einatmung den Weg zurück. Weit werden, nach unten, Zwerchfell, den Beckenboden auch etwas fühlen. Er darf noch mit der Einatmung etwas die Bewegung nach unten und außen fühlen. So feel this moment when the inspiration starts and give the space for the inspiration, and also feel when the inspiration is coming down that the pelvic is giving also space for the inspiration. Lass dann einige Male die Aufmerksamkeit nur beim Beckenboden sein und fühle, wie hier mit der Einatmung die Bewegung nach unten und mit der Ausatmung die Bewegung nach innen stattfindet. Lass die Aufmerksamkeit am Beckenboden, aber behalte
den nichtstuenden, eher beobachtenden Part dabei. Ein kleines bisschen mithelfen bei der Ausatmung. So keep the attention now to the pelvic area and feel the process of breathing at this point of your body. But keep your role as observer. Don't influence. So you feel the movement of the pelvic. The pelvic is going inside your body during the expiration moment, and he is widening and going slightly down with the inspiration. But pay attention not to interfere this process, only observe. Ganz langsam lass die Bewegung der Beckenbodenmuskulatur beim Einatmen weniger ausweichen lassen. Dass beim Einatmen diese Bewegung nicht mehr so ganz weit nach außen geht, sondern einen gewissen Widerstand bekommt. So now, when the inspiration moment is in process, don't let go the pelvic so much down, so keep it a little bit more. Vielleicht wie bei einer Tür, wie einer Schwingtür, die nur zur Hälfte aufsteht. So if you have a door or the image, the picture of a door, don't open the door fully, but only 50%. Und dann einfach nur fühlen, voller Neugier, voller Interesse, was mit dieser kleinen Veränderung sich fühlen lässt. And then feel very curiously which this little change, that we are not opening the door, the pelvic 100%, but only 50%, which does happen. What is happening? What is changing? Ist der Atem noch immer tief und gleichmäßig, ganz ruhig? So is the breath stable and well equilibrated? Lass dann auch weiter die Bewegung an der Bauchdecke beobachtet sein, wie sich mit der Einatmung die Bauchdecke bewegt. Und lass auch bei der Bauchdecke beim Ausweichen, beim Einatmen auch hier einen ganz kleinen Widerstand aufkommen. So now pay your attention to your abdomen area, and also there don't let become it 100% widen the abdomen, that is, but only around 50%, so that there is a little bit more
yeah, you keep the space a little bit smaller for the inspiration. Es kann auch weniger sein, also es muss auch nicht ganz 50%, es kann auch nur ein bisschen Stabilität aufkommen. It's more that you have a sensation of stability and in this area. Und wir sind gerade dabei, langsam den Atemraum zu verändern. Die lenkende Kraft für die Energie haben wir aufgenommen. Prana möchte ein kleines bisschen sich bündeln und mehr in die aufsteigende Richtung von ganz unten gehen. So this process will allow prana to become more in the vertical direction and not so in front of our direction, not horizontal but vertical. Und spüre den Kanal, spüre eine Richtung, die zu einer Komprimierung, zu einem Bündeln dieses Stromes führt. It's like a channel which is going up and down. Und hier bleib mit der Aufmerksamkeit, fokussiere dieses Gefühl, diesen Strom und bleib ganz liebevoll mit diesem Strom in diesem Kanal und sorge dafür, dass hier der Atem wieder etwas softer, etwas zarter wird. So feel this stream of breath which is going up and down, and it's very concentrated and very clear. Immer mehr sanft. Very soft and even more softer. Und trotzdem gibt es eine Stabilität, eine Struktur in der unteren Bauch- und Beckenbodenregion, gleichzeitig soft der Atem. So we have a stable basis in the pelvic and abdomen area, and in the same moment the respiration is going softly up and down. Mit diesem sanften Atem, in diesem Atemmuster mit einem etwas stabilisierten Bauch- und Beckenbodenbereich, lass nun die Aufmerksamkeit ganz auf der linken Seite deines Körpers bleiben. Linker Nasengang, links neben der Wirbelsäule, die ganze linke Seite, dort spür genau dieses Atmen, diesen Strom von oben nach unten und von unten nach oben, linke Seite. And now, with this basis of respiration, with its stability in the pelvic and abdomen, put your attention to the left side of your body. So feel the left nostril and the left side of your spine and the muscles on the left side of your body. So the whole left part. Weicher, langer Atem. And the respiration is even softer and softer. Und trotzdem oder gleichzeitig tief und lang. And the breath is in the same time long and deep.
das nächste Mal auf der linken Seite ausgeatmet hast, dann wechsel zur rechten Seite. So after the next expiration on the left side, change to the right side. Den rechten Nasengang, rechts neben der Wirbelsäule, den ganzen Raum des Körpers auf der rechten Seite, dort den Atem wahrgenommen sein. So feel the right nostril, the right part of your spine, the right side of your body, and all the feelings you have during the respiration process. Effortless, ganz leicht, der Atem recht, tief und lang. So the breath is the same time light, long and deep. Ganz liebevoll mit deinem Atem. So be full of love with your breath. Und wenn du das nächste Mal rechts ausgeatmet hast, dann atme After the next time of expiration on the right side, Dann atme links ein. breathe in left and then right out. Immer im Kreis herum. Links ein, von oben nach unten den Atem begleiten. Stabiler Beckenboden, ruhiger Beckenboden. Rechts nach oben, aus. So it's like a circle. You are breathing in on the left side. The breath is going down to the pelvic and then he is coming up. The breath is coming up on the right side and going out through nostril. And then you start from the beginning. Left in and down and right up and out. Und wenn du das nächste Mal rechts wieder ausgeatmet hast,
And after the next time of breathing out on the right side, und der Einatmen wieder beginnt, dann lass ihn rechts einatmen. so breathe in on the right side now. Lass ihn an der Beckenbodenregion wechseln zur anderen Seite und links wieder nach oben ausströmen. So the circle is now going the other way around. We're breathing in on the right side and the breath is going down and then it's coming up with the expiration on the left side. Wenn du das nächste Mal auf der linken Seite den Ausatmen vollendet hast, So after finishing the next time the expiration on the left side, und der Einatmen wieder beginnt, dann and begleite den Einatmen ganz genau in der Mitte und geh mit dem Einatmen ganz langsam von innen, von oben nach unten. so now let breathe in through both nostrils exactly in the middle, as feeling in the middle of yourself. Lass am Beckenboden die Wände am Ende der Einatmenfülle sein. Spür den stabilen Bauch- und Beckenbodenbereich und geh mit dem Ausatmen von unten nach oben in der Mitte wieder zurück. So the inspiration is going down from the nostrils, through the breast and through the abdomen and up to the pelvic, and then it changes its direction, and with the expiration it's coming up, and it's exactly in the middle, in the center of yourself. Lass es im Zentrum der Wirbelsäule bewusst werden. Feel the breath in the inner of the spine, in the inner part of the spine. Ganz langsam lass einen ganz sanften Ujjayi dabei entstehen. Das heißt, leise und nur sehr sanft, lass im Halsbereich, dort wo die Stimme liegt, ein zartes Geräusch, ein Streichen der Luft entstehen. So start Ujjayi and accompany your breath with Ujjayi. Ein The Streichen, silent, soft Ujjayi, not very rough. spüre das Berühren des Atemstroms im Kehlbereich in die eine Richtung beim Einatmen und das Streichen beim Ausatmen in die andere Richtung. So feel your breath in your throat.
And feel also the direction of the breath in your throat. So it comes up through the throat during the inspiration and it's going down through the expiration. Throat will mean gorge. So feel the breath in your gorge. Sorge dafür, dass dieser kleine, zarte Ujjayi den Atem mehr fühlen lässt, als dass ihn sehr beengt. Dass ihn fühlbar So Ujjayi should guide your breath, but does not be a feeling of a negative feeling. It must be positive. So Ujjayi is the guider, and the sensation is very, very soft and lovely, but it is not tight. Auf dem nächsten Ausatmen lass Ujjayi wieder verschwinden. Bleibe ganz weit And und weich im Fühlraum. And after the next expiration, finish Ujjayi and let be the breath very quiet and deep. Bewahre noch etwas den Raum im Bauch und am Beckenboden stabilisiert. But keep the abdomen area and the pelvic area stable like before. Nach dem nächsten Ausatmen lass auch den Bauch- und Beckenbodenraum wieder ganz frei. Lass alles an Einflussnahme zurücktreten. And now with the next expiration also let free the pelvic and abdomen area. Don't influence anymore. Lass den Atem komplett frei und lass den inneren Raum weit und grenzenlos werden.
So free your breath completely and feel the inner space of wideness. Langsam beginne dein Gefühl in dir zu bemerken. Versuch einmal es zu merken, ohne es mit Worten zu beschreiben. Lass dieses Gefühl, was jetzt da ist, lass es verdeutlicht werden durch deine Aufmerksamkeit. So with your intention, try to feel the feeling, your inner feeling, which now has risen up after this respiration process. But feel it, don't describe it. Lass noch einmal das Gefühl von liebevollem Zusammensein mit diesem inneren Raum, mit deinem Atem. Lass es aufkommen, lass es etwas verdeutlicht sein, betone es. So feel the affection of your breath, or between your breath and yourself, and let it become very central. Eine Erinnerung an ein Lächeln in dir auftaucht, ist eine Erinnerung an das Gefühl eines Lächelns, dann lass es entstehen. So if there are rising up a little smile, or remember maybe a smile, so let it come up, let it be.
mit dem Gefühl, mit dem du gerne bist, bleib. So with this emotion which you like, stay with it. It's a feeling or an emotion or both of it. Whatever it is, if you like it, stay with it. And otherwise, if you don't like it, so let it flow away, and maybe there is coming up something else. Ganz langsam, lass ganz langsam den Atem wieder etwas bewusster werden. So let the respiration now become more and more conscious, but slowly. Spür die Auflage auf deiner Sitzunterlage, den Kontakt zur Sitzauflage. So feel the contact to your yoga mat or to your blanket or your cushion where you are sitting on. Und auch langsam zu deinem ganzen Körper. And then go in contact with the feeling of your body. Für deine Empfindung auf der Ebene deines Geistes. Go in touch with the feeling of your mind. Lass es beisammen sein. Dein Körper, dein Atem, dein Geist. And feel it all together, the body, the breath, and the mind. Und wenn du gerne in dieser Haltung, in dieser Empfindung noch bleiben möchtest, dann bleib. Und wenn du mit uns langsam diese Session abschließen möchtest, dann kannst du gerne langsam einmal die Arme bewegen, dich vielleicht strecken, tiefen Ein- und Ausatmen nehmen und langsam die Augen dann auch öffnen. So there are two possibilities. If you like this moment
where you're staying now and the feeling, so you can also stay. But otherwise, slowly leave this moment and come slowly from the inner part to the outer part of yourself, and start to move your arms and your neck a little bit for enable you to come from the inner space to the outer space. You can also put your arms high and strengthen a little bit and make small movements and allow yourself slowly to come out. And to come back where we have started. Von meiner Seite möchte ich gerne Raum für irgendwelche Worte, die euch auf der Zunge liegen, geben. Frage, Rückmeldung. So now we have some moments to share what were our feelings and our sensation, and it would be very interesting maybe to share it and to understand what sensation we have during this process. Nur wenn ihr möchtet. But if you don't like, you can naturally also keep it for you, but if you like to share it, it would be very nice. Or maybe there are some questions. I don't have a question. I would like to say that it was very enlightening, the way we went in such a detail in the feeling of the body. Yeah, it was very enlightening when it was described such detailed, and you can. It's more. You have a guideline what to feel because it's not always easy to feel what you feel. So you have a good guideline this way. Okay, Jutta, so Jutta is also able to understand English, but if you like, you can also speak in French, because I'm able to translate from French to German. That's much easier for me than the other way around. From German to French I cannot, but from French to German it is possible. I think I could understand you. I hope it could give you some good moments. So she hopes that your feeling is good now, that you are in a good, stable situation now. Yeah. That's true. And freed, liberated. Yeah, full of feeling, and you feel liberated. Okay. Yes. That's a good effect. Thank you very much. That was a meditative experience, close companionship with our breath. Very interesting. Actually, I'm not at all used to this type of practice,
I appreciated very much. And thanks Jutta, and thanks to Suzanne for the wonderful translation. I have just a question regarding the term that you have been using, proposing this pause after the exhalation that you, it is udgata, I think. Would that be another translation such as a suspension? Udgata, Susanne, Udgata is a name for that moment when the impulse comes for the next breath, next inspiration. So I try to understand what it is for me. For me, is it the moment when I feel the reflex that I need to breathe in? Yeah, there's this, the body tells me, so I need to breathe in now because otherwise there's a problem. And I think this is Udgata. Is it? Am I right? Yes. Yeah. Thank you. Thank you. You're welcome. Yes, thank you very much. I really appreciate also. And what I found very interesting in this pranayama was to be, as you said, the observer and the witness of the breathing. And it's not very obvious all the time because we feel like to control our breathing. And if we succeed to be this witness, this observer, so it's something else. And thank you very much for your guidance. I don't know if you say this word, pour la guidance. Yeah, and, guidance. Right. Yeah, very, very interesting, and I really appreciate. Thank you very much, both of you. Thank you. So you understood well the difference between control and observer. It's really a big difference, even if it seems very similar, but it isn't. Exactly. Yeah. Okay, so I want to speak French. Yeah, so merci beaucoup pour l'expérience. Vielen Dank für die Erfahrung. Et j'ai apprécié la guidance et notamment l'expérience d'ouvrir la porte à moitié au niveau de l'espace du périnée et du diaphragme. Ja. Qui, wait a minute. so, sie hat das sehr gemacht, dieses Bild mit der Tür, die nur ein bisschen auf ist, und sie hat sehr geschätzt, wie du das alles geführt hast. Aber eben dieses Bild mit der Tür, das hat ihr sehr viel gegeben. Okay. And I feel, et j'ai senti justement à ce moment-là le fait que l'énergie montait. Und sie hat das gefühlt, wie die Energie von unten nach oben und wieder zurückgeflossen ist. Also dieses vertikale, zentrierte Strömen. Et sinon, dans l'appréciation générale, je sens l'espace et une harmonie physique. Sie hat diesen Raum gefühlt und diese Harmonie als Körper- und Geistgefühl. Thank you. Dankeschön. Dankeschön. So it was also for me a very interesting experience to translate and not to practice. And you need to be very concentrated, and so like a second guider to assure that all can go through the process. It's very interesting.
Susanne, dir auch vielen Dank für deine Übersetzung. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir gehen irgendwie auch Hand in Hand. Yeah, this is the role of the translator, yet you need to go hand in hand, and it's also a feeling and not so easy to follow, no? But it's a good experience for me. Und Dankeschön euch allen anderen auch, Ja. allen Teilnehmerinnen. Maybe I wanted to share something with Katrin because we had last Sunday the speech of Siddhartha Krishna. I don't know if the others were also there, but I have been in India with Jutta in 2003, and we were in the ashram where the Siddhartha Krishna was staying. And I have known him there in a very young age, when he was at the beginning of his yoga development, I think. So I was very happy to see him last Sunday. Yeah. I was lucky enough when I was to the Swami Rama Sadhaka Grama in Rishikesh. And the second year I went there, he was responsible for a series of conferences and lectures about the Bhagavad Gita and the Bhakti. It was, I think, 2019, and it was beautiful. He's very, very interesting and so deeply in tune with what is yoga or what can be yoga. So my deepest experience was when I was looking out the ashram during the night. There was Siddhartha Krishna with his father, and he was following his father near the river, and they were reciting the Bhagavad Gita. Exactly. Yeah. Okay, so thank you so much for joining us this morning. And to start this experience of 50 years of EUY. And I'm very curious which teachings will follow and coming. And we have on the 21th of September another teacher from the BDY, which is Peter Greve. I think he's completely different. Also, we are all practicing yoga, but he's coming from a very other side of the yoga tradition. So it will be also interesting to see how he is approaching. Okay, thank you very much. And thank you for the technical guidance, Gabi. So Very welcome. Thank you, everybody. It was wonderful, Jutta. Really enjoyed your practice. Thank you. And yes, I'm very happy that Jutta has been my teacher and that I have known her so many time ago. All the best for all of you, and have a very nice experience next few months. Yeah. Thank you very much. And maybe we can. Thank you very much. Maybe we can see in Zinal one day. Yeah. We hope so. With pleasure. Yeah. Okay. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. And Au revoir. Schönen Tag. Auf